So Leute, da für die heutige Tour fette 386 Kilometer fällig sind, starten wir sehr früh am Morgen von unserem Hotel in Kanchanaburi. Mit Sayok, Pilok, Dr. Pauls Zinnmine und weiter in den Lam Klong Nu Nationalpark in das Homestay von Kunyi. Hier sind wir an der Hängebrücke über den Kwe Noi Fluss. Eigentlich wollten wir links vom Fluss bis hoch zum Vajiralongkorn Damm fahren. War aber nix. Eine Brücke hat gefehlt, also Kommando zurück und noch einmal vorbei an den freundlichen Park Ranger. Auf kleinen Seitenstraßen und ein paar Offroad-Trails sind wir direkt zum Pass hoch nach Pilok. Der ca. 40 Kilometer lange Pass nach Pilok ist einfach genial und mit unzähligen Kurven bestückt. Mit Streetbike gibt es den ein oder anderen Abschnitt, den ihr verfluchen werdet. Schlaglöcher oder gar kein Teer. Naja, die gesamte Tour ist halt eine Adventure Bike Tour, so wie wir es mögen. Pilok Village, not much going on here. Friday morning. So later we go up there to the viewpoint. I think it's there. Nicht wirklich viel Fernsicht hier, aber wir sind ja auch zum Biken hier und nicht im Selfie-Wahn. Und auf geht's zum nächsten Tagesziel. Die 10 Minen hier in Kanchanaburi mit dem Adventure Bike zu durchfahren ist ein Must-Do für eure Bucketlist. Den Startpunkt und die Koordinaten für die Minentour findet ihr in der Videobeschreibung. Einfach vorher beim Guide anrufen und euren Wunschtermin vereinbaren. Lass mal bitte Abstand. Als Warm-up fahren wir durch einen kurzen 500 Meter langen Tunnel. Es ist Wildfire Season und das Ergebnis, meist durch Brandstiftung, seht ihr hier. Ihr habt alle Zeit der Welt bei dieser Tour, um Fotos zu machen, erklärt uns der Guide gerade. Ihr könnt immer anhalten und so oft ihr das wollt. Ein super Typ. Ich lasse ihn mal noch vorausfahren, aber die Pace durch den Tunnel könnt ihr selbst bestimmen. Wie geil war das denn? Raus aus dem mittleren Tunnel und kurz auf Thai mit dem Guide abchecken, wie weiter. Und auf geht's nach oben mit der 200 Kilo schweren Tenere, eine kleine Challenge zum Highlight der Tour, dem Bergauf-Tunnel. Wie immer in Videos seht ihr die Steigung hier im Tunnel eher nicht. Naja, ist alles machbar. Halt Adventure Biking. Und in die Schächte rechts und links, da muss man ja nicht hineinfahren. Da grinst aber einer unterm Helm. Wirklich einfach nur geil. Dies ist meine zweite Minentour. Die schwarzen Felsen sehen aus wie Vulkangestein, aber auf jeden Fall ist die Gegend hier amazing. Und vor ca. 100 Jahren hätten wir hier oben noch Mineure getroffen. Aber so läuft's halt in der Welt. Der Trail hier nach oben ist sozusagen ein Einbahnminenschacht. Also geht's nochmal durch diesen Tiny Tunnel zurück nach unten.
Hier haben wir kurz für ein Fotoshooting Halt gemacht und 2 obligatorische Bildchen geschossen. Und weiter geht's. Ja, und wie man ein Moped wendet, zeigt euch mein Kumpel. So, und wie man ein Moped nicht wendet, das zeige ich euch nun. Haha, da haben einfach ein paar Zentimeter Beinlänge gefehlt. Aber alles okay, die Mopeds sind dafür ja gemacht. Nochmal ein kurzer Chat mit unserem Guide, 2 weitere Bildchen geschossen und los geht's durch den 2,3 Kilometer langen Schacht, der übrigens auch mit dem Auto durchfahren werden kann. Einfach Spaß XXL. Wir sind zügig durch den Schacht gebraust. Ich empfehle euch jedoch 1, 2 Fotostops einzulegen. Ein einmaliges Erlebnis. Halt für mich schon das 2. Mal. Also bitte seht euch auch mein Video Mein Tunnel Fun Ride mit allen Tunneldurchfahrten in voller Länge an. Und wie Rolf und Heiko in ihren Videos immer sagen, weiter, weiter, weiter. Wir haben bis zum Homestay noch ca. 50 Kilometer Offroad-Trails vom Feinsten vor uns. Traumhaft schöne Trails gibt es hier oben auf dem Hochplateau. Mit ca. 70 km/h geht's zügig zur Unterkunft. Und plötzlich mit den 70 km/h stecke ich im tiefen Sand. Das war ehrlich gesagt ein bisschen haarig. Schnell auf der Sitzbank nach hinten und immer schön am Gas bleiben. Und alles ging gut. Hier sind wir dann schon am Lam Klong Nyu Nationalpark Checkpoint angekommen. Kein Ranger hier und weiter geht's. So, nun die letzten Meter für heute. Hier bei Mr. Yi im Homestay gibt's absolut Natur pur. Kein Telefonsignal, kein Internet, Strom nur begrenzt für ein paar Stunden und nur Kaltwasser duschen ist angesagt. Nach 386 Kilometern und ca. 8-9 Stunden auf dem Bike, total durchgeschwitzt, sorgt dies für die perfekte Abkühlung. Und mit einem Leuchten in den Augen gab es noch ein kühles Bier von Mr. Yi. Ein neuer Tag und weiter gutes Wetter auf unserer Tour. Und los geht's. Für heute sind ca. 310 Kilometer geplant. Erstmal Offroad für ca. 60 Kilometer bis zum Sinakarin-Damm. Dann weiter auf die Fähre. Kaum Verkehr hier oben, alle 15-20 Kilometer mal ein Fahrzeug. Ja, staubig war es schon, aber das gehört halt dazu. Hier am Morgen sieht man rechts und links vom Trail viele Fasane, Rebhühner und Eichhörnchen. Hier ist die Natur noch intakt. Und 2, 3 Mopeds am Tag, das ist schon okay. So jedenfalls meine Theorie. Ab und zu sieht man ein paar Häuser, an welchen man teilweise Wasser, Verpflegung oder Benzin aus PET-Flaschen bekommen kann. Aber besser ist auf jeden Fall, ihr habt einen vollen Tank und euer Zeugs schon dabei.
Ein weiterer Checkpoint beim Nationalpark Sinagarin-Damm. Da der Ranger nicht willig ist, sich zu bewegen, quetsche ich mich unter dem Schlagbaum durch. Wie gesagt, kaum Verkehr hier, ab und zu mal ein Riesentruck, ein Traktor oder ein Wandermönch. Die 60 Kilometer sind geschafft und wir sind zum perfekten Zeitpunkt an der Fährenstation angekommen. Die Fähre steht schon da und wir können nach ein paar Minuten Wartezeit los. 2 Pickups und ein weiterer Biker mit seiner CB 500X ist auch dabei. Jeder sucht sich selbst ein Plätzchen, alles easy hier. Und los geht's für ca. 30 bis 40 Minuten quer rüber über den Sinagarin-Damm. Runter von der Fähre noch ein kurzes Stück Offroad und weiter geht's auf einer guten Teerstraße zum Damm View Point. Am Nordostufer gibt es ein paar abgelegene Straßenbereiche. Wie man hier sieht, waren vor kurzem wilde Elefanten zum Frühstücken da. Zum Glück sind die Dickhäuter weitergezogen. Auch wir sind weitergezogen zur Dammstaumauer am Südende und dann weiter hoch am Westufer bis zur Fährenstation. Kurzer Kaffeebreak und wie am Morgen dieselben 60 Kilometer Offroad Richtung Homestay. Vorbei am Nationalpark Checkpoint und kurz vor dem Homestay sind wir dann zum Tagesabschluss noch einmal auf einen schmalen Dschungeltrail. Ich kann mich nur wiederholen, es ist einfach ein Offroad-Paradies hier in Kanchanaburi. So, mein Biker-Kumpel, ich bin ehrlich gesagt durch für heute. Lass uns zurück, bevor uns die Tiger fressen. Kurz umdrehen und die circa 10 Kilometer zurück zum Homestay von Mr. Yi. Es ist Samstagnachmittag und die Kids haben ein wenig Zeit zum Spielen. Mr. Yis Homestay, das Ban Suan Lung Yi, ist auch ein Lernzentrum für den Kaffeeanbau. Es ist ein kleines Paradies hier, der perfekte Platz, um runterzukommen nach einer Bikertour oder generell vom Alltagsstress. Das Beste ist, kein Internet hier. Mega entspannend, nicht dauernd an diesem Ding zu hängen. Auch heute sind wir wieder gut angekommen. Das kühle Bier wartet schon und dann ging es aber auch schon los mit dem Regen. Nach einigen Stunden Regen in der Nacht hatte ich am Morgen schon Bedenken, dass wir es nicht zurückschaffen. Aber alles war okay, das heißt die ersten 40 Kilometer waren etwas matschig und ich voll konzentriert am Biken, so dass ich das Filmen vergessen habe. Sorry guys. Heute haben wir fette 521 Kilometer auf dem Plan und hier sind wir schon an einem weiteren Kanchanaburi Adventure Bike Highlight, einem Trail zur Myanmar-Grenze. Der ca. 22 Kilometer lange Trail ist recht anspruchsvoll mit tiefen Spurrillen,
Matschlöchern und ca. 20 Bachdurchfahrten. Also das hier ist sicher keine super schwere Enduro-Strecke, aber sicher auch kein Kindergeburtstag. Und in der Regenzeit mit einer 200 Kilo T7 wohl kaum zu schaffen. So, geschafft, angekommen am Grenzcheckposten. Nach Myanmar sind es nur noch ein paar Kilometer weiter. Hier am Checkposten kann man zelten, soweit ich weiß, aber Verpflegung und eben alles, was man braucht, muss man selbst mitbringen. Da wir ja nicht nur den Trail zurück müssen, sondern auch noch weitere 220 Kilometer bis nach Bangkok, machen wir uns schon wieder auf den Weg. Und zurück geht's im Schnelldurchlauf noch einmal durch alle 20 Bachläufe. Einfach geil. Und stellt euch diese Tour in der Regenzeit vor. Dann ist der Bach locker einen halben Meter tief. Ich sag, jetzt habe ich aber Wasser getankt. Ja. Wenn wir unten sind, können wir ja kurz die Schuhe ausleeren. Haha. Wie gerade gehört, heute hat es gereicht, um unsere Stiefel zu füllen. So, auf den letzten 5 Kilometer keine Bachdurchfahrten. Das heißt, wir können ein bisschen angasen. Shit, im Schlammloch weggerutscht und nur einen Millimeter vorbei am Baum. Mann oh Mann, nun lieber wieder Cha-Cha, was langsam heißt auf Thai. Wow! What a ride! Was für ein genialer Tag, was für eine geile Tour. Nach ca. 40 Minuten waren wir zurück am Startpunkt des Trail. Und weiter geht's zurück nach Bangkok. Bitte schreibt mir einen Kommentar, wenn ihr die Koordinaten der Tour oder die verschiedenen Kontaktadressen wissen wollt. Cheers guys, Sawadee Krap.